Enforce Tech TV 2024, das digitale Format der Enforce Tech Messe in Nürnberg. Wie soll es anders sein? Thomas Messer gehört dazu, Messer Waffenhandel. Wir sind da mit dem Chef persönlich. Thomas, grüße dich. Servus, hallo. Schön, dass du uns eingeladen hast, um hier mal ein paar Sachen zu zeigen. Schön, dass ihr uns jedes Jahr besucht. Ja, ein Muss. Wir Hessen müssen zusammenhalten, das so sieht's aus. Auf jeden Fall. Du, Thomas, wie ist die Messe bisher für dich gelaufen? Sehr gut, muss ich sagen. Trotz der Umstände, dass unser Stand, der neue Stand, den wir haben, erst quasi alles auf letzter Minute fertig geworden ist. Ja, da hast mir einen guten Stichpunkt gegeben. Ihr werdet ja gefühlt auch immer größer und wenn es irgendwo nicht mehr größer geht, muss man eben nach oben hinaus. Das haben wir dieses Jahr so gemacht, aber in der Tat fehlen uns 3 Meter und zwar der Weg. Der musste dann doch wegen der Feuerwehr, haben wir den wieder abgezwackt bekommen. Ja. Und was wir auch immer feststellen, wenn wir hier sind, dass unser Wachstum so enorm ist, dass wir immer einen Stand haben, der doch ein bisschen zu klein ist. Ja. Deswegen habe ich gestern schon einen neuen Stand gebucht für nächstes Jahr in der Halle 7a, damit wir auch noch mehr nach oben wachsen können. Sehr gut. Machen wir einfach ein Hochhaus. Ein Messer-Waffenhandel Hochhaus. Ja. Perfekt. Ja, du hast ja immer viele Partner, mit denen du zusammenarbeitest, die hier auch zu den Ständen oder zu deinem Messestand kommen und unterstützen. Ich meine, du kannst das alles super erklären, aber es ist immer gut, wenn man noch mal jemanden hat, der vom Stand dabei ist, weil du kannst dich ja nicht achteilen. Ne? Und wenn die Besucher kommen, wollen die auch überall alles gleichzeitig. Ist ja immer so. Genau, also ohne die gute Zusammenarbeit und die Unterstützung im Hintergrund von unseren Partnern würden wir das gar nicht stemmen können. Auch nicht personell. Ja. Wir haben mittlerweile 15 Mitarbeiter, aber wir haben doch auch ein Portfolio, was auch sehr schnell wächst. Und da sind wir angewiesen eigentlich auf diese Unterstützung. Ja. Und letztendlich ist das auch unser Vorteil, dass wir die Unterstützung bekommen von unseren langjährigen Partnern und auch von unseren neuen Partnern. Und das ist wiederum der Vorteil für unsere Kunden hier in Europa, dass die immer die komplette Hintergrundinformation bekommen und auch sich nie irgendwie abgekapselt fühlen von dem Hersteller. Ja. Weil im Endeffekt ist es heutzutage so, die Ansprüche an das, was Law Enforcement und Militär braucht, die sind so vielfältig und individuell, dass immer wieder Sonderlösungen gemacht werden. Und dazu sind wir immer bereit. Ja. Also wir kennen eigentlich nicht die Probleme, sondern wir lösen die Probleme. Immer kurzer Dienstweg quasi. Ist für mich enorm wichtig, weil ich hasse es aufzuwarten. Ja, ihr macht viel Behördengeschäft. Wenn man jetzt den Namen Messer Waffenhandel nimmt, könnte man jetzt erstmal implizieren, es geht hauptsächlich um Waffen. Das machst du natürlich auch. Ja. Aber du hast auch viele andere Produkte, ja? Von Pride Precision im Nylon-Bereich über viele Firmen, die auch im Elektronikbereich unterwegs sind. Genau das haben wir uns heute auch rausgesucht, um hier mal vorzustellen. Kommunikation, Überwachung, Drohnen, das sind so die Themen, die alle bewegen aktuell. Und hier hast du deine Bühne. Fangen wir an mit Xilinx. Okay, also es ist ja so, die Einsatzlagen und die Situation, die es heute gibt für Polizei und Militär, die haben sich sehr verändert, was man an den Konflikten sieht, die aktuell sind in der Ukraine und in Israel. Und entsprechend arbeiten wir mit diesen Leuten zusammen, die auch in diesen Konflikten sozusagen involviert sind. Ja. Und wir kennen die Lösungen dafür. Wie muss man sich heute vorbereiten? Und hier sind wir bei Xilinx. Xilinx ist ein Unternehmen aus Israel für Kommunikations- und Zubehör. Und das Kernstück von Xilinx ist, dass wir eine Kommunikation haben in einem lauten Umfeld, weil heutzutage sieht man, dass die Einsatzlagen zwischen den verschiedenen Waffengattungen, ich sag mal Luftwaffe, Infanterie, so eng beisammen liegen, dass einfach das Gehör und die Kommunikation... Die Grenzen verschwimmen. Die Grenzen verschwimmen. Heute in einem Einsatz ist ein Bombardement 50 Meter vor dir und du musst in dieser Situation noch kommunizieren können. Das ist lebenswichtig. Und das schaffen wir mit Xilinx. Und zwar sehr komfortabel, muss ich sagen, im Gegensatz zu vielen anderen Produkten. Wir haben hier das Headset von Xilinx, was eigentlich ein Innenohr-Gehörschutz ist, mit der Möglichkeit zum Kommunizieren.
In dem linken Ohr ist ein Innenohrmikrofon, was deine genetische Sprache aufnimmt. Und links haben wir gewählt, weil die meisten Schützen sind Rechtsschützen. Ja. Und insofern ist das Mikrofon auf der linken Seite, um keinen Einfluss von außen zu haben. Also es lässt eine isolierte Kommunikation von der Außenlautstärke zu. Das bedeutet, sagen wir mal, du bist in der Disco und du funkst mit mir oder es geht auch über ein Telefon und dann sagst du, oh, hier ist es so laut und ich sage, willst du mich verarschen? Das kann gar nicht sein, ich höre gar nichts. Ja. Und das ist eigentlich das, was heute gebraucht wird. Und das leisten wir mit diesem System. Und über diese Kommunikation haben wir dann ein PTT, was auch von der Größe her recht klein ist. Sehr unauffällig, ja. Genau, was auch eine eigene Batterie hat zur Unterstützung, obwohl alle Systeme, die wir haben, auch über die Batterie vom Funkgerät gespeist werden. Ja. Nur in dem Falle von einem Telefon brauchen wir die Batterie. Exakt. Aber auch umgekehrt, wenn heute einer auf den Schießstand geht, kann er das Ding benutzen. Als reinen Gehörschutz. Ja. Als reinen Gehörschutz. Und er hat dieselben Dezibel Sicherheitsstandard wie mit einem Kapselgehörschutz. Und wir sind auch zertifiziert als zur persönlichen Schutzausrüstung. Ja? Hier hatte ich dir jetzt gerade gesagt, das ist das Glarus, das ist ein Zweikanalsystem. Ja. Und dann haben wir das Fortis. Das ist eigentlich dasselbe, ist ein bisschen größer, wie wir sehen, für 4-Kanal. So, also das ist schon, da musst du aber schon genau wissen, was du machst, weil im Stress für einen Operator reichen 2 Kanäle. Ja. Das ist dann quasi eher sowas wie für Kommandoführung und dann noch eine Kommunikation nach außen. Ja? Oder Air Controller, irgend sowas in der Art. Ja, oder auf dem Boot oder im Hubschrauber kannst du dich dann einpinnen und bist dann mit den Leuten in Kommunikation, in Verbindung. Das Zubehör, was Xilinx liefert, ist auch sehr vielfältig. Wir haben einen Bluetooth-Adapter. Das ist der Bluetooth-Adapter der vorletzten, also nicht der neuesten Generation davor. Wir haben einen neuen entwickelt in Abstimmung mit der deutschen Polizei. Bluetooth 5.2 mit bestimmten Protokollen ist das abgesegnet. Damit können wir die neuen Funkgeräte mit Bluetooth koppeln an das System. Ja. Oder auch das Telefon, das iPhone, das Samsung interessiert nicht. Und es ist eine sichere Verbindung von 5.2. Super, Genau. Das Glarus, kann man noch sagen, ist grundsätzlich immer eine Zweikanallösung. Wenn ich es aber nur ohne Splitter nutze, habe ich halt nur eine Einkanallösung. Die PTT haben eine Signatur, so meist welchen Knopf du drücken musst. Die Kommunikation, je nachdem wie der Kanal ist entweder auf dem linken Ohr oder rechten Ohr. Das gibt der Benutzer vor und so programmieren wir das. Das heißt, wenn ich es jetzt so betreibe, habe ich quasi ein Zweikanalgerät, aber durch das eine Kabel nur mit einem Funkgerät. Genau. Und ich kann dann hier aber die Trennung machen. Das ist natürlich ein Vorteil gegenüber... Hier kommt ein Splitter dran und dann hast du zwei Kanäle. Ja. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil gegenüber anderen Konkurrenten oder Mitbewerbern, die dann hier einen größeren PTT... haben wir keine. Ich sage nur, genau, Mitbewerber, die einen größeren PTT brauchen, einfach um zwei Kanäle zu realisieren. Das ist hier super gelöst. Ja? Genau. Und dann kommen wir zum Fortis. Das Fortis ist gerade erweitert worden. Wir haben 4 Kanäle plus Bluetooth. Bluetooth ist dann integriert in dem ganzen System. Dazu haben wir für abgesetzte PTT, also Wireless PTT mit einer Picatinny-Schiene an der Waffe dran, damit die Kommunikation nicht unterbrechen werden. Wenn der Schuss nicht unterbrochen werden soll quasi. Wenn du die Kommunikation soll nicht unterbrochen werden. Dann haben wir hier eine abgesetzte PTT. Ohne dass du die Hände von der Waffe nehmen Genau, musst. Richtig, weil da geht es ja um, das ist eine wichtige Entscheidung, die zu treffen ist. Dein Autoschlüssel hast du liegen lassen. Genau, mein Autoschlüssel. Das ist der verdeckte PTT. Steuert auch Zweikanal, weil wir bieten das ganze System auch an als mit dem Headset als in weiß. So, dass dann sagen wir mal, eine Low-Profile-Situation, eine Überwachungssituation. Da ist natürlich der Riesenvorteil, dass das Mikrofon im Ohr ist und nicht hier irgendwie mit einem Schwanenhals irgendwas, sondern du hast tatsächlich nur das. Man muss sehr unauffällig. Man muss auch artenreich und vielfältig in so eine Situation reingehen. Was wir hier noch sehen, ist das Glarus. Die sind voll ausgegossen mit Epoxidharz. Deswegen sind die auch wasserdicht bis 24 Meter. Sehr gut. Ja, und staubgeschützt sind sie natürlich auch. Ich hatte vielleicht noch nicht erwähnt, hier ist eine Batterie drin, sodass du es auch als Gehörschutz nehmen kannst, ohne das Funkgerät, was die Batterieversorgung sicherstellt. Wir haben größere abgesetzte Push-to-Talk-Einheiten, ist kein Problem. Somit kann man dann auch bei CBRN-Anzug dann gucken, wie man das Problem löst. Oder wenn die Grobmotorik einsetzt und wenn irgendeiner nicht mehr imstande ist, mit dem Finger zu drücken. Ja. Sehr gut. Das kann man hier eigentlich zu diesem System sagen. Und super spannend. Die gesamte Service
Garantieleistungen erfolgt alles von uns aus Offenbach. Ja. Unser Personal ist geschult. Vielleicht noch eine kleine Sache, produziert wird das Ganze in Israel und in Amerika. Ja. Und die Kabel sind aus Deutschland, weil das die beste Kabel sind. Die sind alle mit einem Edelstahl gekapselt, ja. Und somit ist das auch für einen Soldat oder, wie du eben schon gesagt hast, Grobmotoriker einsetzbar, ja. Weil es interessiert nicht, wie du das zusammen machst. Und wenn du jetzt das zusammensteckst und dann findest du irgendwann die Stellung und dann ist es da. Sehr gut. Ja, Kabel sind prima zu verstauen, überall sind Clipse dran. Gut. Dann würde ich sagen, schauen wir uns doch mal an, was du noch hast. Also machen wir aber mal einen Standortwechsel. Jawohl, Dankeschön. Bis gleich. Thomas, wir sind im Bereich Drohnen und Heizpilze angekommen. Möchtest du uns vielleicht erstmal erklären, was das ist? Kein Heizpilz, nehme ich an. Ja, genau. Nein, ist kein Heizpilz. Hier haben wir Medusa X. Medusa X ist eine Drohnendetektion, die für den Anwender es ermöglicht, innerhalb von 5 Minuten ein System in Stellung zu bringen und einen Luftraum in Form von einer Kuppel in einem Radius von 2 Kilometer abzudecken. 2 Kilometer? 2 Kilometer, wow. Und das in 6-Sekunden-Rhythmus. Wenn du jetzt zum Beispiel in Anführungsstrichen mit dem Rücken an der Wand stehst und du hast nur 180 Grad nach vorne, machst du das ganze Bild in da machst du die 180 Grad in 3 Sekunden. Ja. Und es ist ein passives Detektionssystem, somit kann das am Flughafen kritische Infrastruktur überall auf dem Feld, auf dem Haus, also wir haben das überprüft bei uns auf dem Gelände, wir haben da eine Vorführung gehabt, ja. Es funktioniert hervorragend und es gibt dir die Richtung an, aus der die Drohne kommt und es schickt dir Bilder von der Drohne, die kommt, somit kannst du entscheiden, ist irgendeine zivile Drohne oder es ist vielleicht eine kritische Sache, weil irgendein Payload dort installiert ist. Und es sagt dir genau den Winkel, aus der es kommt. Somit bist du je nach Geschwindigkeit der Drohne einfach sofort informiert über das. Und bist halt schneller in der Lage zu reagieren durch den großen Reaktionsradius quasi. Genau. Wir müssen vielleicht noch kurz sagen, die Systeme, über die wir sprechen, kommen von Third Eye. Und das ist eine Firma aus Israel, die diese Systeme weltweit einsetzt bereits, also in aktiven Konflikten. Ja. Und die Nachhaltigkeit und die Funktion ist 100%ig da. Und es ist halt auch interessant, sagen wir mal, wir haben eine Europameisterschaft, wenn du so ein Stadion überwachen willst, du stellst ein Ding da oben drauf und du hast einen Umkreis von 2 Kilometer abgedeckt. Ja. Und es ist eben auch von der Kompaktheit und vom Gewicht her so, dass man es auch als Infanterist, sage ich mal, ohne weiteres tragen kann. Wir liefern das aus mit dem Tripod und mit dem Rucksack und so kann es von einem Infanteriesoldaten, von der Polizei aus dem Auto raus in Stellung gebracht werden und wirklich 5 Minuten ist das Ding funktionsbereit. Ja. Es muss hier tatsächlich wie so ein klassischer Laser auf dem Bau ausgerichtet werden über diese Libelle hier und dann funktioniert das System. Es sendet auch einen Alarm, wenn du jetzt irgendwo das Ding aufgebaut hast und du hast da deinen Computer. Wir integrieren das System auch komplett in dem System von den Anwendern oder den Benutzern und dann gibt es irgendwann einen Alarm, da kommt was. Und dann muss man natürlich im nächsten Schritt Maßnahmen ergreifen, um das einzuordnen und dann wiederum auf die Bedrohungslage eventuell zu reagieren. Wo wir auch ein System haben von Third Eye, das nennt sich Goshawk. Das ist eine Drohne, die mit einer riesigen Geschwindigkeit der Bedrohung in Anführungsstrichen entgegenfliegt und diese fängt oder zum Runterfallen bringt. Okay. Ja, das System haben wir jetzt leider noch nicht hier, aber das können wir vielleicht an einer anderen Stelle mal erklären. Dafür habt ihr aber noch ein anderes Produkt, was Third Eye macht, nämlich wer Drohnendetektion kann wahrscheinlich auch in der Regel Drohnen. Genau, wir haben hier den Ghost Soldier und den Chimera, den haben wir jetzt als Payload hier unten montiert. Den haben wir jetzt an der DJI-Drohne. Wir können das also auf verschiedene vorhandene Drohnensysteme integrieren. Einmal um eine Überwachung von einem gewissen Gebiet zu übernehmen und auch Meldungen abzugeben. Das Ganze funktioniert mit einer künstlichen Intelligenz und ist sprachgesteuert. Weil es ist so, in einem Team ist es problematisch, noch einen dritten Mann oder noch einen zusätzlichen Mann zu holen für Drohnenbedienung. Insofern machen wir hier Folgendes. Das Ding wird gesteuert von einem Operator über Sprachsteuerung. Und im Zweifel, wenn irgendein Raum überwacht wird, gibt es hier eine Sprachmeldung,
2 Fahrzeuge, 3 Personen entdeckt und wir haben einen kleinen Bildschirm, den wir öffnen können. Ja. Und dann sehen wir 1, 2, 3 Fahrzeuge, 1, 2, 3, 4 Personen und dann können wir Kommandos geben, was passieren soll. Okay, super. Ja. Ja. Und natürlich, wenn man eine Drohne hat, die fliegt, braucht man auch Drohnen, die fahren können. Und das schauen wir uns als nächstes an. Das gucken wir jetzt als nächstes. Alles klar, Dankeschön. Wir haben es gerade schon gesagt, Thomas, Bodendrohnen, wichtiges Thema. Überall in der Luft kommt man überall hin, aber natürlich findet auch viel moderne Kriegsführung unterirdisch statt, als Beispiel. Genau, also wir haben hier ein System von Robotikern, das nennt sich der Rooster. Rooster ist ein Drohnensystem, bestehend aus 3 Drohnen mit dieser Fernbedienung, mit dem integrierten Mesh von uns. Oder wenn der Kunde eins hat, dann implementieren wir dieses. Ja. Der Vorteil dieser Drohnen ist, die sind sehr stabil gebaut und für den Innenbereich konzipiert, was man hier unschwer erkennen kann an dem Käfig. Also wenn du das Ding hier hast und das dotzt irgendwo auf, das interessiert das Ding nicht. Ja. Ne? Das ist stabil und es ist ja im Innenbereich immer mal eng und so weiter und somit kannst du die Drohne manövrieren, ohne Angst zu haben, dass sie jetzt auf einmal mit dem Propeller irgendwo anschlägt und dann aussetzt. Ja. Durch das Funkgerät, durch die Kommunikation im Mesh-System verbinden sich die Drohnen und du kannst einen viel weiteren Weg innerhalb eines Gebäudes oder vielleicht innerhalb eines Tunnels überbrücken, weil die Drohne, warum setzt man eine Drohne ein? Wir wollen sehen, was los ist. Aber was bringt es mir, wenn ich nach 50 Meter mit der Drohne nichts mehr sehe, weil ich keine Funkverbindung habe? Also die senden Bilder in einer super, super Qualität, die ich auch auswählen kann. Und wenn die Funkverbindung schwächer wird, setze ich die Drohne ab und komme mit der zweiten Drohne. Und mit der fliege ich wieder so weit, bis die Fernbedienung mir sagt, oh, jetzt wird die Verbindung ein bisschen kritisch. Dann setze ich die zweite Drohne ab und dann komme ich weiter und fliege mit der dritten Drohne weiter. In aktuellen Situationen wurden da in Tunneln über 700 bis 1 Kilometer Bilder von unterirdischen Tunnels übermittelt. Ja. Die Firma Robotikern kommt aus Israel. Und diese Drohnen sind eine komplette Eigenentwicklung. Da ist also kein Bauteil irgendwie aus Fernost mit drin, sondern es ist ein komplett autarkes System. Was interessant ist bei dem ganzen System, wir können verschiedene Payloads auf der Drohne integrieren. Zum Beispiel hier haben wir eins, das wäre eine Thermalkamera. Zuvor muss ich natürlich noch erklären, dass wir grundsätzlich eine Kamera drin haben für Tag und Nacht mit einem IR-Strahler, sodass du sehr wirklich präzise Bilder in der Nacht bekommst. Und dazu gibt es halt noch eine thermale Kamera oder es gibt ein Mikrofon. Die, durch die Möglichkeit, dass du die Drohnen rollst, wird die Einsatzzeit der Drohne erheblich verlängert. Ja. Wenn ich die irgendwo in Stellung bringe, kann die da stundenlang bleiben. Über einen Bewegungsmelder aktiviert sie sich und übersendet dir Bild oder auch die Töne. Ja. Also zum Observieren oder Abhören kannst du das nutzen. Dazu haben wir hier noch eine andere Möglichkeit, um Tränengas oder Rauch abzusetzen. Haben wir auch ein Zusatzelement, ein Payload, was natürlich auch sinnvoll sein kann für einen Einsatz bei der Polizei. Oder wir können mit den Drohnen Radioaktivität über einen Geigerzähler messen und sehen, ob da eine Gefahr besteht. Also du hast hier eine Drohne, die rollen kann und die auch fliegen kann und diese ganzen Module unterstützend nutzen kann. Eigentlich perfekte Lösung, ne? Gerade genau, eben es gibt ja enge Umgebungen. Genau. Wir haben ja super Videos. Du kannst mit den, wenn eine Tür leicht aufsteht, du fliegst mit den Drohnen da dreimal dagegen. Ja. Also du kannst bis 20, 30 km/h gegen eine Wand fliegen und das passiert gar nichts. Ja. Wir haben bei der Vorführung ein 50 cm Lüftungsrohr und da rollen wir dann ganz entspannt durch. Ja. Und die Einsatzzeit ist also, wenn du jetzt reine Flugzeit nimmst, ist 45 Minuten. Ja. Aber durch das Rollen wird die, sag ich mal, um viele Minuten oder auch Stunden verlängert. Verstehe, ja. Sehr cool. Ja, Thomas, mega. Vielen Dank für diese Einblicke von der Messe. Also ihr habt wirklich wieder, wie sage ich immer so schön, den geilsten Shit am Stand. Ja? Okay, also Dankeschön, wirklich extrem coole Sachen. Wir freuen uns auf mehr, wie immer.
Und ich würde sagen, dann gehen wir mal weiter und schauen, was es noch so auf der Enforce Tech zu sehen gibt. Thomas, tausend Dank für deine Zeit. Danke, dass du da warst, Martin. Das war Messer-Waffenhandel von der Enforce Tech 2024 auf Enforce Tech TV. Dankeschön.